Hallo und herzlich willkommen zu Puring mit Nadine. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf der Entdeckungsreise des Purings. Heute schichte ich die Farben mal abwechselnd in die Becher. Angemischt, wie immer, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und flupp, dann haben wir den sogenannten Dirty Cup, soweit ich weiß. So, jetzt habe ich keinen Basecoat auf der Leinwand, das heißt, ich gebe jetzt etwas Farbe drumherum, damit das, was ich jetzt gerade gestürzt habe, besser fließt. Und dann lasse ich mich einfach inspirieren und leiten und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Viel Spaß! Man hätte auch hergehen können und sagen, man macht schon die weiße Farbe, diesen Basecoat drauf und spart einfach den Bereich in der Mitte, wo man die Becher stürzen möchte, aus. Ich habe das jetzt aber so rum gemacht, das funktioniert auch. Kann jeder machen, wie er möchte. Hier jetzt mal ein Teil des Schwenkens in Echtzeit. Ihr seht, ich taste mich langsam ran, bewege die Farbe, ja, teilweise schon ein bisschen stark, aber ich bewege sie hin und her, um das Ganze zu dehnen, ohne dass sich die Farben jetzt übereinander schieben. Und ihr seht, es gleitet recht gut. Und so vergrößere ich jetzt mein Motiv und sehe dann auch, wie sich es verändert und welche Bereiche ich hervorheben möchte und welche ich etwas kleiner halten möchte. Keine Sorge, gleich kommt ein Schnellvorlauf. Ich werde nicht das komplette Schwenken in Echtzeit zeigen, aber ich denke, gerade für die Einsteiger ist es ganz interessant zu sehen, in welcher Geschwindigkeit geschwenkt wird. Man sollte da nicht zu ungeduldig sein. Hier jetzt mit 15-facher Geschwindigkeit, damit ihr auch sehen könnt, wie sich das Motiv verändert. Ihr seht, ich habe jetzt schon recht viel Farbe runtergeschwenkt, das Motiv deutlich vergrößert, aber sie bewegt sich noch recht gut, sie fließt noch und stockt noch nicht. Den Blautönen habe ich in diesem Video, wie im letzten auch, wieder etwas Seidenglanz-Latexfarbe zugefügt, sodass wir jetzt hier eine Zell- oder Netzzellenbildung haben, die nicht vom Silikonöl kommt, weil da ist jetzt keins drin, sondern von dieser Latexfarbe. Also das ist was mir im Moment sehr Spaß macht, weil damit ganz neue Effekte entstehen und nicht nur diese klassischen Zellen, wie man sie vom Silikonöl her kennt. Probiert es einfach mal aus, ist eine kostengünstige Alternative und macht wirklich tolle Effekte. Mir gefällt es gut. Versucht es einfach mal. Ich schreibe es euch nochmal unten in die Videobeschreibung, wie es genau heißt, und im letzten Video, und ich habe auch schon Videos davor gemacht, die speziell mit Latexfarbe betitelt sind. Wenn ihr da mehr Infos braucht, schaut da gerne mal rein. Mit dem Holzspatel nehme ich jetzt einfach etwas Farbe auf und bringe es dann auf mein Bild auf. Das könnt ihr ähnlich handhaben wie mit einem Pinsel. Wichtig ist, bevor ihr in den Becher taucht, kurz das Stäbchen wieder abwischen. Ihr könnt jetzt bei so einem Motiv auch wirklich mit allen möglichen Utensilien arbeiten. Ich habe mir jetzt noch den Föhn dazu genommen und ich finde diese Mixtechnikbilder immer recht interessant und spannend, weil sie sehr abwechslungsreich sind. Und da könnt ihr wirklich alles ausprobieren und machen und
gucken auch, welche Technik gefällt euch und auch einzelne Bereiche mal nur damit bearbeiten, so wie hier. Also mir macht es manchmal richtig Spaß, so auszuprobieren. Das Motiv bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, das zu verändern, verschiedene Utensilien einzusetzen, auszuprobieren. Also ich finde, es macht richtig Spaß und man weiß ja selber nicht nachher, wie das so aussieht und wie das rauskommt. Und mit jedem Millimeter, den ihr da bewegt, verändert sich euer komplettes Motiv und der Eindruck des Gesamten. Also ich kann nur raten, probiert mal sowas aus. Das ist einfach inspirierend und ihr könnt einzelne Techniken, die euch da sehr gut gelingen, wo ihr sagt, Mensch, das war cool, das möchte ich nochmal, aber anders, das könnt ihr dann ja in euer nächstes Bild übernehmen. Aber ihr könnt hier wirklich so viel ausprobieren. Pusten, wischen, Farbe gießen, mit dem Spatel arbeiten. Ihr könntet jetzt auch noch mit dem Luftballon reintippen und gucken, was passiert. Also es gibt so viele Möglichkeiten und bei solchen Motiven sind euch da gar keine Grenzen gesetzt. Das ist jetzt anders, als wenn ich einen Flipcup mache und den komplett über die Leinwand laufen lasse und die ist dann bedeckt. Ich schwenke es, neige es hin und her und dann ist die Farbe irgendwann so, dass man sagt, jetzt ist sie unten und das Motiv steht. Aber hier könnt ihr, wenn ihr wollt, ja stundenlang dran rumspielen, bis euch das gefällt. Und es ist einfach entspannend und macht Spaß. Also mir zumindest. So, auf das Eckchen kommt jetzt auch noch was. Das führe ich gleich runter. Wirkt erst recht unscheinbar, aber gleich im Anschluss kommen noch die Nahaufnahmen für euch. Da könnt ihr sehen, dass der Effekt recht toll rauskommt. Recht toll, genau, recht schön rauskommt. Und das habe ich nicht ohne Grund versucht. Das möchte ich nämlich in meinem nächsten Motiv eigentlich so als Hauptakt nehmen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch eine gute Zeit und viel Erfolg beim Puren. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine.